einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute sind wir schon bereits mit der Fähre nach Rottnest Island gefahren. Das ist eine Insel, wie viel? Sogar 30? Nee, 18 Kilometer von Perth entfernt. 18 Kilometer von Und Perth. 19 Quadratkilometer groß. Und 19 Quadratkilometer groß. Bestens informiert, wie immer. Und ja, wir sind jetzt wie gesagt schon angekommen, haben auch schon unsere ersten Quokkas gesehen. Und ja, jetzt werden wir erstmal die Insel erkunden. Genau, Fahrrad abholen und dann die Insel erkunden. So, gesagt, getan. Wir haben jetzt die Fahrräder abgeholt und jetzt werden wir uns gleich noch schnell eine Karte besorgen, damit wir auch wissen, wo wir hier lang fahren müssen. Und ganz wichtig, in Australien herrscht Helmpflicht. Ja, ich bin mega begeistert, Melissa auch, und ja, aber ist natürlich nur zu unserer Sicherheit, halb so wild. Und ja, jetzt wollen wir erstmal die Insel erkunden. Und hier haben wir auch schon die ersten Quokkas, da hinten ist auch noch eins. Sag hallo. Hallo. Und man muss sagen, es ist unfassbar anstrengend, hier Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber im Hintergrund, Melissa schiebt schon den Berg hoch, weil es geht immer auf und ab und auf und ab. Meine Herren. So, wir haben die ersten paar Kilometer hinter uns gebracht und auf jeden Fall kann man schon mal sagen, die Insel ist sehr, sehr schön. Und ja, jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen, daher, dass wir heute ganz früh los mussten, hatten wir keine Zeit zu frühstücken, deswegen erstmal nach, weiß ich nicht, nach 2 Stunden auf der Insel eine kleine Frühstückspause und dann geht's gleich weiter, ne? Das unangefochtene Highlight von Rottnest Island sind natürlich die Quokkas. Und hier haben wir gerade 2. So, mal schauen, dass wir die vielleicht hier mit drauf kriegen. Die kleinen. Unfassbar süß. So, der Tag hier auf Rottnest Island nähert sich langsam dem Ende. In 15 Minuten fährt unsere Fähre und wir haben jetzt 8,5 Stunden auf der Insel verbracht. Was ist unser Fazit? Ja, es ist auf jeden Fall eine richtig schöne Insel. Also hat mir fast besser gefallen als Kangaroo Island, obwohl man das nicht so vergleichen kann, weil Kangaroo Island viel größer ist und mehr als die Hälfte abgebrannt war. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, mit dem Fahrrad hier rumzufahren. Das wäre auf jeden Fall mehr oder besser gewesen, mit einem E-Bike oder sowas hier rumzufahren, weil es ist echt anstrengend. Es geht die ganze Zeit bergauf, bergab. Ja, also für unsportliche Menschen ist das hier auf jeden Fall nichts. Also, was heißt nichts, aber wir mussten schon teilweise sehr kämpfen.
Ja. Also man kann sich auch einen Bus nehmen und eine Bustour machen, aber Ja, aber das ist dann also auch nicht so schön. nee, der hält auch nicht dann immer an, wenn man anhalten will und so. Also das Fahrrad ist schon die richtige Wahl. Für so faule Menschen wie uns wäre ein E-Bike das Richtige gewesen. Für sportliche Menschen, wo wir ja auch bald wieder hinkommen wollen, ne? Wäre es definitiv auch ein normales Fahrrad ausreichen. Ja, aber definitiv eine schöne Insel zu empfehlen. Wer in Perth ist, sollte diese Insel auf jeden Fall mitnehmen, ne? Ja, Und wie geht's für uns jetzt weiter? wir werden jetzt zur Fähre und zurückfahren. Genau. Nein, ich meine eigentlich in den nächsten Wochen. Wir arbeiten nämlich jetzt noch, ich arbeite jetzt noch 2 Wochen hier für Uber und dann geht es für uns nämlich weiter in den Norden Richtung Broome. Dort erwarten uns auch noch ganz, ganz viele schöne Sachen. Das heißt, wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann drückt doch gerne mal auf den Abonnieren-Banner und dann verpasst ihr auch keine Videos von uns in Zukunft. Und bei Instagram könnt ihr auch mal vorbeischauen. Dort ist Melissa unsere Instagram-Beauftragte, die dort täglich Stories und Bilder postet und euch auf dem Laufenden hält, was bei uns so abgeht. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Liebe Grüße von Rottnest Island und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.